Welcome on Morocco. Welcome my brother, welcome you. Morocco is very nice. Welcome. Ja. Moin Moin, ich bin jetzt in Jaén und ja, ich war jetzt hier mit Federica 4 Nächte, glaube ich. Wir haben hier nochmal die Zeit genossen und uns gerade verabschiedet, weil sie nach Granada muss. Ja, sie muss halt jetzt einen Job finden, ein bisschen arbeiten gehen, Geld verdienen, um ihre Reise weiter finanzieren zu können. Und für mich geht es jetzt in die andere Richtung nach Marokko. Die letzten Kilometer. Es war ein schwieriger Abschied. Wir waren jetzt fast 4 Monate zusammen, ey. Eigentlich wollte sie ja nur für 10 Kilometer mitkommen. Daraus wurden 4 Monate. Ja, ich habe gerade Leute getroffen. Einen alten Herrn, der hat mir hier einen alkoholfreien Schnaps geschenkt. Kalender aus der Stadt. Super nett, die waren mega interessiert. Noch mal ein bisschen unterhalten. Und jetzt geht's weiter. Staub im Hals, Asphalt verbrennt, Schritte schwer, die Zeit verrennt, Schatten schweigen, Sonne sticht, ohne Kompass, ohne Licht, Land aus Dreck, Herz aus Stein, 1000 Schritte ganz allein, Horizont frisst meine Spur, einsam malt die Uhr. Stillstand bringt mir keinen Halt. Wer nicht läuft, der wird kalt. Doch wer geht, der lebt auch weiter. Auch durch Nebel immer weiter. Zwischen Staub und Horizont, wo der Zweifel in mir wohnt, trage ich weiter diesen Stein, bis die Last beginnt zu sein. Mein Antrieb, nicht mein Untergang. Jeder Schritt ein Neuanfang. Zähne knirschen, Müdigkeit, Andalusien, Endloszeit. Gedanken fallen, Sterne leer. Wachsam schläft, wer niemals kehrt. Und aus Nächten ohne Mond wächst der Wille ungewohnt. Die Haut ist rau, die Hände leer. Doch Mut wächst nur, wo Schmerz zu sehr. Tiefer Schmerz, der flüstert leis, dass du niemals sicher weißt, wie weit du kommst, wenn du nicht gehst. Wer sich verliert, erst der versteht. Zwischen Staub und Horizont wächst ein Feuer ungewohnt. Aus der Asche steigt ein Mann, der einst nur laufen, jetzt auch fliegen. Wo Schatten war, tritt Licht hervor. Der Weg nach vorn liegt stets davor. Schwere Ketten brechen laut. Wer nichts wagt, hat nichts erbaut. Denn wer stets nach Sicherheit sucht, findet nie, was Freiheit ruft. Zwischen Staub und Horizont wird das Ziel zur Illusion. Denn nicht wer ankommt, der gewinnt. Nur wer weitergeht, beginnt ein neuer Weg. Ein neuer Mann, der es verlässt, was er verloren, ist aus Stahl und Angst geboren. Zwischen Staub und Horizont fand ich mehr als je gewohnt. Wer allein durch Schatten schreitet, hat die Angst schon überschritten. Heute stark und unbezwungen, jede Wunde längst verklungen. Ja, ich bin jetzt knapp 100 Kilometer von Jaén entfernt. Es fühlt sich immer noch komisch an, allein unterwegs zu sein. Keine Ahnung. Ja, aber die Landschaft ist super schön hier. Das erinnert so ein bisschen an den Radweg Via Rona. So von der Infrastruktur her, man hat gar keine Autos. Einen wunderschönen Radweg, tolle Landschaft und immer wieder so Rastplätze mit Sitzbänken. Das ist schon echt gut. Und ja, ich genieße hier so seit ein paar Tagen die Stille.
Ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, wo ich bin. Aber ist schön hier. Schaut euch mal das an. Da geht's jetzt lang. Ich habe hier überall Berge. Und ja, so langsam muss ich sagen, komme ich in der Gegend, wo hier ein paar mehr Leute sind. Es ist nicht voll, aber ab und zu gibt es immer wieder mal eine Kleinstadt. Und ich werde echt oft jetzt von Leuten angesprochen. Was irgendwie total schön ist, weil ich das in Spanien bis jetzt noch gar nicht hatte. Also es war... Besonders viele Kontakte hatte ich hier gar nicht. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir halt, wie gesagt, durch Spanisch-Lappland durch sind. Da gab es halt auch keine Menschen. Und klar, Madrid ist eine Großstadt, da interessiert man sich eh nie für andere, wie das halt in Großstädten so ist. Und so langsam wird das hier ein bisschen familiärer, habe ich das Gefühl. Was mir echt gut tut. Oh, ein weiterer Tag bricht an. Weiter geht's. Ist ganz schön bergig hier, ey. Und langsam ist die Luft raus, muss ich sagen. Ich bin jetzt kurz vor Tarifa in Algeciras oder sowas. Und jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache. Denn ich wollte eigentlich nach Tarifa runter, weil das der südlichste Punkt des europäischen Festlandes ist. Aber wenn ich dann die Fähre nehme, bin ich in Tangier und ich habe gar keinen Bock auf eine Großstadt. Wenn ich allerdings hier die Fähre nehme, lande ich in einem kleinen Dorf. Das finde ich auch ganz charmant. Through the night with my gangster crew. Streets whisper secrets, but we already knew. Life in the shadows with the cold windows. Gangster hearts beat where the darkness grows. Born in the alleys, raised by the fight. Gangster blood runs thick in the neon light. No rules, no mercy, we carve our own way. Living by the code where the real ones stay. Every night's a test, every friend's a bet. Gangster life's heavy with the weight of regret, but we keep our heads high, eyes on the prize. In this concrete jungle, only gangster survives. I walk through the night with my gangster crew. Streets whisper secrets, but we already knew. Life in the shadows with the cold wind blows. Gangster hearts beat with the darkness grows. I walk through the night with my gangster. Ich bekomme ja manchmal so lustige Kommentare. Deabonniert wegen Werbung und Kommerz. Ihr wisst, was das heißt. Als Autoenthusiast weiß ich, wie wichtig eine zuverlässige Versicherung ist. Ach. Mit der Versicherung von Helden.de seid ihr immer rundum geschützt. Egal ob beim Drohnenflug, auf dem Fahrrad oder im Urlaub. Schützt eure Sportgeräte und euer Gepäck mit der Helden.de Hausratsversicherung vor Verlust, Diebstahl oder Beschädigung. Kann ich mal kurz dein Handy haben? Danke. Und auch wenn ihr euch Ausrüstung von Freunden oder Familie leiht, steht euch Helden.de mit einer sinnvollen Haftpflichtversicherung zur Seite. Das geht nicht mal an. Mit der Top-Schutzgarantie von Helden.de habt ihr immer die besten Bedingungen. Solltet ihr eine günstigere Versicherung finden, wird euer Schaden zu deren Konditionen übernommen. Der kostenlose Wechselservice ermöglicht euch jederzeit zu Helden.de zu wechseln. Selbst wenn ihr schon woanders versichert seid. Und solltet ihr die Versicherung nicht mehr benötigen, könnt ihr jederzeit kündigen. Und das Beste ist, mit dem Rabattcode PZAS8 spart ihr einen Monatsbeitrag pro Jahr. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich habe einen afrikanischen Kontinent erreicht. Aber ich bin noch in Spanien. Ich bin nämlich in Ceuta.
Das ist eine spanische Exklave im Norden Afrikas. Und bis zur marokkanischen Grenze sind das noch ungefähr 2 oder 3 Kilometer. Leute, ich bin in Marokko angekommen und die Grenzkontrolle, ey, das hat sich so gezogen. Es gab Probleme mit meinem Dokument. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es lag. Irgendwelche Probleme mit dem Reisepass, wie auch immer. Ich glaube, die kannten den neuen Reisepass nicht, weil der ist ein bisschen anders als der alte. Und die haben mich nach meinem Beruf gefragt, ob ich Journalist bin. Das habe ich verneint. Vielleicht war das auch ein Grund, weil die halt viele Zeitungsartikel über mich gefunden haben, dann skeptisch waren. Ich kenne den Grund nicht. Jedenfalls musste ich 4 Stunden auf so einem Stuhl sitzen. Aber jetzt bin ich in Marokko. Welcome on Morocco. Welcome my brother, welcome you. Morocco is very nice. Welcome. Ja, thank you. Okay, Okay. dann machen wir. Hey, das ist hier der Hammer. Du musst da aber, man muss hier alle paar Sekunden anhalten, weil die Leute ständig Selfies mit einem wollen. Endlich aus der Großstadt raus. Ist ja schon echt anstrengend, wenn man jede Minute angehalten wird für Selfies. Aber auch schön irgendwie. Ja, jedenfalls super gastfreundlich hier, super freundlich die Leute und auch echt ehrlich, ne? Also mir ist etwas Geld aus der Hosentasche rausgefallen, als ich mein Handy rausgezogen habe, unbemerkt. Und da ist sofort jemand hinterhergegangen, hat es aufgehoben und mir wiedergebracht und meinte, ey, du hast es verloren. Es waren umgerechnet vielleicht 20 Euro oder so, was hier aber mehr Geld ist im Verhältnis. Und ja, niemand hat irgendwie daran gedacht, das selbst einzustecken, sondern die haben es mir direkt wiedergebracht. Und ey, mega freundlich und super ehrlich. Also die erste positive Überraschung hier. Ich glaube, das in Frankfurt beispielsweise zu erleben, oh, da muss man schon echt viel Glück haben. Moin, moin. Hey, ich wurde gerade eingeladen. Die Leute sind hier so unglaublich nett. Ich mache gerade Frühstück, ja, an so einem Imbiss. Und ja, hier saß so ein Ehepaar. Die haben mich halt gesehen mit dem Anhänger und meinten, ich soll mich zu denen setzen. Dann bin ich reingegangen, habe noch was zu essen bestellt und die haben es am Ende bezahlt. Das ist halt unglaublich, ey. Marokko ist einfach so gastfreundlich. Maximal erhöhen. Selbst die 108 Kilometer, die ich nach Madrid gelaufen bin, waren damit kein riesiges Thema. Man ermüdet einfach nicht so schnell. Die Teile könnt ihr übrigens 60 Tage lang kostenlos testen. Rabattcode CXPatrick.
Einige von euch haben mich ja gefragt, was ich denn überhaupt für einen Laufanhänger dabei habe hier. Und den will ich nicht empfehlen, weil das ist der größte Schrott. Das ist nämlich einer von Sybex. Die stellen eigentlich so Kinderwagen her und so. Und der Kundenservice ist unter aller Sau. Ne? Also diese Stange hier, ich zeig mal. Die Stange, die ist hier schon mehrfach gebrochen. Also die ist mehrfach komplett durchgebrochen und das, obwohl der ist, ich weiß nicht, bis wie viel Kilo der zugelassen ist. Vielleicht bis 30 Kilo. Ich habe aber nur 10 Kilo Gepäck dabei, ne, wenn überhaupt. Also, und das Ding bricht ständig durch und jetzt passt mal auf. Dieses Ding hier, ist komplett durchgebrochen schon. Man sieht es hier, das Plastik bricht hier schon an der Stelle. Die Nieten, die lösen sich. Ne? Hier war dasselbe. Hier ist jetzt komplett durchgebrochen. Komplett. Ja. Ich habe das Ding schon mehrfach neu bestellt. Da ist auch noch so eine Feder verbaut. Hier. Nach 3 Tagen kaputt. Ne? Und das ist nicht die erste Stange. Ich habe die ja schon bereits nachbestellt. Ne? Also wie gesagt, nach 2 Tagen, 3 Tagen ist die Feder kaputt. Die Nieten lösen sich am Hüftgurt. Das bricht alles durch. Die Alustange an sich bricht ebenfalls durch. Kundenservice angeschrieben, weil ich habe ja eigentlich Gewährleistung drauf. Keine Antwort. Nix. Meldet sich keiner. Also egal wie ich versuche, die zu kontaktieren, da kommt nie eine Antwort zurück. Ich war halt aufgeschmissen. Also ich habe das Ding jetzt einfach nochmal neu gekauft, mir an ein Hotel liefern lassen, ne, weil was willst du machen? 3 Tage später ist die neue Stange ebenfalls kaputt. Kundenservice? Keine Antwort. Ey, das ist so geil. Ja, jetzt löst sich das auf. Die Tour nimmt langsam das Ende an. Von daher bis zum Ziel wird es reichen. لا الثارات ذي مغلوبين عنه. هنا الغرب لا يخافوا منه. So, ich wurde jetzt hier eingeladen. Bin jetzt hier am Essen. Wir sind heute zusammen mit dem Auto durch die Gegend gefahren und ja. How is the city called? Wadlau. 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 Genau da bin ich jetzt. La Rue de Tétouan. La Rue de Tétouan. So, ich bin jetzt im Rifgebirge auf über 1000 Metern und ey, was die letzten 2 Tage passiert ist. Wo fange ich an? Mir ist der Anhänger ja kaputt gegangen, wie ihr mitbekommen habt. Ja, was soll ich dazu sagen? So, jedenfalls das Ding kaputt. Ich bin auf einer vielbefahrenen Schnellstraße mit Serpentin und so weiter. War alles nicht so geil. Keine Geschäfte in der Nähe. Dann der Anhänger kaputt. Ja, naja, und dann war da halt ein Parkplatz. Da saßen halt 2 Typen, haben Kaffee getrunken, haben mich freundlich begrüßt. Ganz lieb gefragt, ob ich Haschisch haben will. Habe ich verneint. Da habe ich mir auch noch gar nichts bei gedacht. So. Auf jeden Fall waren die super freundlich und die haben mir dann angeboten, mich in die nächste Stadt zu fahren, weil mein Anhänger ja kaputt war und weil die Straße ein bisschen gefährlich war. Und in der Stadt angekommen, meinte der dann so, ja, hier, das sind die Hotels, aber hier ist teuer, wenn du willst, kannst du bei mir pennen. Dann sind wir noch zu denen mit hoch, ja, habe ich noch einen Tee getrunken und als es spät wurde, hat er mir angeboten, dass ich da auch einfach übernachten kann. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, dann haben die mir angefangen, so ein bisschen mehr über ihr Geschäftsmodell zu erzählen, über ihr Business. Und ja, die haben hier riesige Hanfplantagen. Scheint wohl ein größeres Geschäft zu sein. Und ja, heute Morgen hat er mir dann halt angeboten, mich noch ein Stückchen weiterzufahren, weil die Straße halt immer noch saugefährlich ist. Ja, bis hierhin. Hier kann man ja seitlich laufen. Und ja, die Hinfahrt hierher hat sich doch sehr, sehr lange gezogen und sehr viele Stunden, obwohl es keine 10 Kilometer waren, weil er unterwegs noch allen möglichen Leuten irgendwelche Drogen verkauft hat. Und auf einmal saß ich daneben, ey, und war Teil vom Drogengeschäft. Ja, und dann hier in der Nähe sind wohl irgendwelche Plantagen und Felder, das haben die mir noch gezeigt.
Aber jetzt um die Jahreszeit ist noch ein bisschen zu kalt, deswegen wächst hier noch nicht viel. Die Ernte ist wohl erst irgendwann im Spätsommer oder so, keine Ahnung. Ja, war auf jeden Fall ganz spannend und ja, jetzt werde ich hier beschützt von den Drogenbossen im Grunde genommen und penne bei Freunden von denen jetzt in so einer Unterkunft. Ja, morgen geht's weiter. Leute, nach all den Erlebnissen fällt es mir gerade echt schwer, die richtigen Worte zu finden. Es gibt Momente im Leben, in denen alles still wird, in denen man zurückblickt und begreift, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Nicht, weil sich die Welt verändert hat, sondern weil man selbst nicht mehr derselbe Mensch ist. Anfangs war ich unsicher, ob ich das überhaupt schaffen kann. Bis vor kurzem bin ich noch nicht mal einen Marathon gelaufen und nach 2-stündigen Laufrunden plagte mich der Muskelkater. Ein solches Vorhaben schien da ziemlich unrealistisch, aber ich wollte unbedingt etwas Neues ausprobieren. Als ich in Frankfurt loslief, hatte ich einen klaren Plan, eine sportliche Herausforderung, ein Abenteuer. Ich wollte sehen, wozu ich körperlich fähig bin, wie weit mich mein Körper tragen kann. Doch Pläne sind dazu da, um sich zu ändern. Die ersten Tage waren extrem hart. Nach einer Woche konnte ich kaum noch laufen. Mein Körper schrie vor Schmerzen, meine Gedanken waren voller Zweifel. Ich stand vor der Wahl, aufgeben oder einen anderen Weg finden. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Moment alles verändern würde. Ich traf jemanden, Federica, eine Fremde, eine Reisende. Und doch wurde sie in kürzester Zeit so viel mehr. Sie begleitete mich ein paar Kilometer, nur 10, das war der Plan. Doch dann wurden aus 10 Kilometern 20, 50, Hunderte, Tausende. Aus den ersten Tagen wurde die erste Woche. Und bevor ich es realisieren konnte, sind 4 Monate vergangen. Von all dem, was ich erlebt habe, habt ihr nur einen winzig kleinen Ausschnitt gesehen. Plötzlich ging es nicht mehr ums Ankommen, es ging ums Erleben. Um die Freiheit, spontan die Richtung zu ändern, Umwege in Kauf zu nehmen und einfach mal zu sehen, wohin der Weg einen führt. Das Gefühl, jeden Tag bis zur Erschöpfung zu laufen und die Nächte unter freiem Himmel zu verbringen, ist unbeschreiblich. Es ist nicht nur die sportliche Herausforderung, die mich antreibt, es ist die Freiheit, die ich spüre, wenn ich durch den Regen oder unter sternklarem Himmel laufe. Die Freiheit, nicht zu wissen, wo ich die Nacht verbringen werde, und die Zufriedenheit, die kommt, weil mir das alles komplett egal ist. Wir teilten die Strapazen, wir teilten die Stille. Wir rannten zusammen durch die Dunkelheit, sprangen ins kalte Meer, lachten über die absurden Zufälle, die uns manchmal genau dorthin führten, wo wir hin mussten. Ich hätte es nicht geschafft ohne sie. Ihr Glaube an mich war ansteckend und plötzlich konnte ich Dinge, die ich mir selbst nie zugetraut hätte. Doch jede Reise hat auch einen Abschied. Wir hatten uns in Perpignan versprochen, bis Madrid zusammen zu bleiben. Und nun war der da, dieser Moment. Viel zu früh. Ich wusste nicht, wie ich ohne sie weiterlaufen sollte. Doch das Leben hat seine eigenen Pläne. 700 Kilometer mehr. 700 Kilometer voller Gespräche, voller stille Momente, voller Gewissheit, dass manche Begegnungen kein Zufall sind. Und dann Afrika. Ich hatte einen anderen Kontinent aus eigener Kraft erreicht. Doch am Ende ging es nie ums Ziel. Es ging um alles dazwischen. Ich hätte mich über die Schmerzen beschweren können, über die Strapazen, über die Rückschläge. Aber hätte ich dann all das erlebt? Manchmal bringt uns das Leben genau dorthin, wo wir hin müssen, nur auf einem anderen Weg als geplant. Heute stehe ich hier, überwältigt von Emotionen, beeindruckt von Erlebnissen und erschöpft bis ins Mark. Mit meinen Füßen berühre ich einen anderen Kontinent und ich kann immer noch kaum glauben, dass ich es aus eigener Kraft hierher geschafft habe. Schöne Erinnerungen entstehen weit weg vom üblichen Alltag. Doch für diese Momente scheint all der Schmerz nur ein sehr kleiner Preis zu sein.
Ich möchte dich ermutigen, deine eigenen Grenzen zu überschreiten, das Unbekannte zu umarmen und den ersten Schritt zu wagen, auch wenn der zweite Schritt noch unvorstellbar erscheint. Es sind die intensiven Momente und die Herausforderungen, die uns wirklich lebendig fühlen lassen. Am Ende eines langen, mühsamen, aber unvergesslichen Abenteuers weiß ich, dass jeder Schritt, jeder Schmerz und jedes Lächeln es wert war. Im Leben geht es nicht darum, jeden Tag denselben eintönigen Weg zur Arbeit zu bestreiten und die Abende auf dem Sofa verstreichen zu lassen. Es geht darum, die Zeit in ihrer vollen Intensität mit allen Höhen und Tiefen zu erleben, damit wir eines Tages mit einem Lächeln auf all das zurückblicken können.